Natürlich gibt es auch Gründe, wie zum Beispiel im Christentum die Trinität, die mir nicht gefallen hat. Und also, dass das nicht präzise genug erklärt wird bzw. missverstanden wird. Ja, Missverständnisse gibt es jetzt auch im Islam, aber das ist einfach eine große Sache, die Trinität. Ne? Und das war ein großer Punkt, warum ich eigentlich mehr mich für andere Religionen allgemein interessiert habe. Und ja, dann kam es dazu, dass ich eben in der Schule einen türkischen Freund getroffen habe und auch einen Zeugen Jehovas. Und wir noch evangelisch und katholisch, haben dann viel diskutiert und so. Und ich habe mich dann angefangen irgendwann einfach für Weltansichten zu interessieren und geschaut, wo gibt es jetzt etwas Wahres drinnen. Ja? Und so habe ich dann erstmal meine eigene Religion oder Weltansicht zusammengestellt. Das war eben eine Mischung aus allen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum, ja, weil ich mich halt informiert habe und so. Und ich habe aber irgendwie mit Zeit immer mehr gesehen, dass eigentlich die Sachen, die ich als gut empfunden habe, die ich aus anderen Religionen genommen habe, also fast alles im Islam ist. Beziehungsweise besser gesagt, alles das hat der Prophet irgendwie wieder gegeben. Ja, das hat aber im Endeffekt noch nicht gereicht, weil man sagt auch eben, der Verstand bringt einen zum Tor und die Liebe muss eben weitergehen. Also ich habe jetzt noch nicht gedacht, jetzt muss ich praktizieren und so irgendwie. Ich dachte, ja okay, Islam ist halt schon sehr recht geleitet und alles. Aber so zu beten und so hätte ich nicht gedacht, dass ich das anfangen würde. Ja. Bis ich dann eben eines Tages bei meinem Schreibtisch saß, das war eigentlich mein 16. Geburtstag. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und dann eben in den Wolken das Wort Allah stand da geschrieben. Ja. Und dann wusste ich, ja, irgendwie der eine Gott, an den ich glaubte, will mich halt nicht, also keinen Scherz mit mir machen. Ne? Und eben, wie gesagt, also dazu noch, ich habe halt vorher schon irgendwo, also mein türkischer Freund hat mir das Wort Allah schon aufgeschrieben, weil ich eben auch an der Kalligraphie und so interessiert war. Ja. Und da wusste ich, ja, jetzt muss ich auch beten sozusagen. Ja, sehr gut. wie neu geboren, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Ne? Also im Land ist es eigentlich keine Islamophobie, sondern Humanophobie, also Menschenangst allgemein. Diese Menschenangst muss man erstmal beheben, bevor man überhaupt... Das ist so nur ein Bereich von diesem ganzen Großen. Also die Menschen haben Angst voreinander, zumindest in Österreich. Ja? Also wenn man das behebt, ist schon mal gut und dadurch kann man halt nur das auf eine Art und Weise von gutem Adab und einfach gutem Miteinander lösen. Dann Islamophobie zu beheben, ist dann der zweite Schritt. Ich meine, da kann man machen, was man will. Wenn die Medien da einen Brainwash machen, dann wird das auch nicht besser. Ja? Aber ich denke, die Ansätze da sind einige Kritikpunkte allgemein an den Muslimen auch in Europa. Also erstens, sie schotten sich ab. Ja? Das heißt, arabische Moschee ist eine arabische Moschee und da geht auch nie ein Europäer rein, weil da wird Arabisch gesprochen und kein Deutsch und auch sonst ist es ungewohnt für die Leute da hinzugehen. Ja? Türkische Moschee genauso, die können nur Türkisch und wenn man reingeht, dann gucken die einen komisch an. Und auch ich als Moslem, ich gehe rein und sag's ja, oder viele andere Muslime, Konvertierte, die gehen rein und sagen Salam alaikum, Salam alaikum. Und guckt man einen nur so an. Also es ist eigentlich nicht so viel Herzlichkeit auch da. Ja? Und eben wenn es deutschsprachig wäre, wäre es schon ein großer Schritt. Und wenn es etwas mehr an die Kultur angepasst wäre, wäre es ein noch größerer Schritt. Auf das bezogen ist eben hier Konya ein großes Beispiel, weil in Konya ist die Musik nicht verpönt wie in anderen Teilen der islamischen Welt. Also ohne Musik oder etwas dafür sich zu öffnen, dass Frauen und Männer teilweise gemeinsam leben in einer Moschee, nicht unbedingt beten. Ja, das Gebet kann getrennt sein, aber das Leben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mit Frauen geredet und so. Ne? Aber man muss es halt sich bewusst werden, dass man da jetzt nicht so extrem wirklich ist. Ja.
Naja, persönlich würde ich sagen, ist die Hadsch ein großes Problem, ja, weil es ist unglaublich teuer, wenn ich jetzt sozusagen praktizieren wirklich sage. Ja. Also es ist unglaublich teuer und man kann halt nicht, das ist, wenn ich an die Fahrtteile denke, das ist dann die Hadsch. Ja. Alles andere ist eigentlich nicht sehr schwer. Es gab Zeiten, ja, manchmal ist es schwer, wenn man irgendwo unterwegs ist und dann muss man halt irgendwo beten. Aber das muss halt jeder dann selbst lernen, ne? Dass man dann einfach irgendwo beten kann oder sich einen geeigneten Ort sucht oder seinen Tag so plant, dass man beten kann. Ja, Jedem soll man Pilgerfahrt machen. Also, ja wenn Sie das Pilgerfahrt machen möchten, das ist natürlich gut. ja, klar. Na, aber ich meine, es ist einfach so teuer. Ich denke, es könnte billiger sein. Es ist einfach dieser Vorgedanke, dass man in einem Hotel leben muss und so. Also das ist schon eine große Kritik auch an Saudi-Arabien, dass die das so teuer machen. Ja. Ich denke, es könnte halb so teuer auch funktionieren, wenn man will. Beziehungsweise es müsste halt die Option geben, dass es halb so teuer sein könnte. Ja, für mich gibt es da 2 Punkte. Der Hauptpunkt ist natürlich Maulana. Also wenn es ihn hier nicht gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen. Ja. Ich meine, natürlich in Istanbul gibt es auch viele Auliya und Sahaba, die dort mit ihrer Liebe wirken. Aber Maulana ist nochmal was ganz anderes. Also Konya ist Maulana und Maulana ist Konya und so weiter. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir waren heute im Museum, das war ganz schön, aber das war schon, das gibt es in Europa auch. Natürlich in dem Museum waren die islamischen Gelehrten und so dargestellt, das war schon super auch, ja. Aber das ist wirklich der Kern und das Herz Maulana, ja. Und ja, sonst gefällt mir auch alles andere ganz gut. Ich meine, Ebru-Workshop finde ich auch super toll, da lerne ich viel. Und architektonisch kann man sich die Moscheen anschauen. Aber Moscheen gibt es eben auch woanders wiederum. Ne? Ja, fahrt hin, ne? Hinfahren, Maulana besuchen, alles schön, also schön gemacht. Was mir am meisten gefällt, ist ja so vom Städtebaulichen her, die Straßenbahn ohne Drähte drüber. Das gefällt mir schon ganz gut. Ja, was mir auch gefällt, ist, dass man da eigentlich ins Maulana Museum umsonst rein kann. Ne? Das finde ich super. Ja, sollte man hinfahren.